Ich bin der Daniel Carreño und im Vorjahr habe ich die Entscheidung getroffen, ein Auslandssemester zu machen. Viele Leute fragen mich immer und wundern sich ständig, wie es im Ausland so ist. Da entstand auch die Idee, seitens der Freistunde ein Video über meine Erfahrung zu machen. Also entspannt euch, während ich euch meine Geschichte erzähle. Okay, also fangen wir mal ganz von vorne an. Ich wollte seit Ewigkeiten ein Auslandssemester machen und habe zuerst an das typische wie Australien oder die USA gedacht. Jedoch, wenn man bei den typischen Organisationen nachschaut, lässt sich sozusagen der Preis an zweimal nachdenken. Daher habe ich inzwischen diesen Traum eher beiseite gelassen und komplett drauf vergessen. Bis mir eines Tages meine Großeltern aus Kolumbien gefragt haben, ob ich vielleicht bei denen einmal ein Auslandssemester machen möchte. Da ich deutlich weniger zahlen müsste, da ich Unterkunft bei meinen Großeltern hätte, immer wahrscheinlich was privat organisieren kann und es außerdem endlich einmal eine Möglichkeit war, meine spanischen Sprachkenntnisse zu verbessern, da in Kolumbien Spanisch gesprochen wird, war ich von der Idee überzeugt und habe auch mit der Organisation und mit der Planung angefangen. Auch noch ein Gespräch mit der Vordirektorin, in dem ich sie gefragt habe, ob das überhaupt in der 7. Klasse möglich war, habe ich komplette Zustimmung vom Gymnasium Wieselburg gekriegt und meine Großeltern haben somit angefangen, nach Schulen zu suchen. Eventuell haben sie eine deutsche Privatschule namens Colegio Andino da in Bogotá, die Hauptstadt Kolumbiens, gefunden und nach einem Gespräch am Telefon, ein paar E-Mails, eine Videokonferenz mit der Leiterin der Austauschprogramme und organisatorischen Bemühungen eine extrem starke Unterstützung vom Gymnasium Wieselburg war mein Platz am Colegio Andino gesichert und meine Flüge eventuell angebucht. Bis hin zur Abreise war ich zum größten Teil extrem gespannt und aufgeregt, endlich einmal meinen Traum in die Realität umsetzen zu können. Die Nachricht hat sich auch langsam durch die Schule verbreitet und bald stand auch schon der Abschied vor der Tür. Am 26. Jänner habe ich mich noch ein letztes Mal von meinen Freunden verabschiedet, mich auf den Weg zum Flughafen gemacht und mich auch noch letztendlich von meiner Familie verabschiedet. Jedoch, als ich erst tatsächlich vor dem Flughafen stand, ist mir die Tragweite meines Schrittes langsam klarer geworden. Langsam kamen ja diese ganzen Sorgen und Hinterfragungen hervor, die ich vorher noch nie wirklich behandelt habe. Was ist, wenn etwas schief geht? Was ist, wenn diese Erfahrung nicht so rennt, wie es mir erhofft hat? Oder was ist, wenn ich einfach daheim irgendwas verpasse? Immerhin habe ich mich an meine grundlegenden Gründen für diesen Austausch festgehalten. Ich möchte als Person wachsen, neue Menschen, Orte und eine Kultur kennenlernen und einfach ein unvergessliches Kapitel in meinem Leben schreiben. Nach einem extrem langen Flug bin ich problemlos in Bogotá angekommen. Ich habe noch lange wieder meine Großeltern gesehen und ich habe mich auch schon langsam an das Stadtleben in Bogotá gewöhnt. Am ersten Schultag hat mich der Schulbus extrem früh in der Früh abgeholt und hat mich bis hin zur Schule gebracht, wo mich die Leiterin der Austauschprogramme gemeinsam mit den anderen Austauschschülerinnen aus Deutschland empfangen hat. Uns sind kurz ein paar grundlegende Sachen erklärt geworden, das Schulgelände kurz gezeigt und danach ging es auch für uns schon in unsere jeweiligen Klassenräume ab. Ich bin in die 11A1 zugeteilt geworden. 11 für 11. Schulstufe, A für Abitur, da man an dieser Schule auch den kolumbianischen Abschluss machen kann, und 1 für die erste von 3 Klassen. Ich habe mich kurz vor der ganzen Klasse vorgestellt und habe mich auch schon neben einen Schüler hingesetzt. Zuerst ist nicht viel passiert und ich habe einfach an dem Unterricht teilgenommen. Jedoch ging es dann in der Pause komplett auf. Auf einmal wollten wir alle kennenlernen, mir die Schule zeigen und sie persönlich auch kurz vorstellen. Und nach den ersten paar Wochen habe ich folgende Eindrücke machen können. Erstens, die Menschen sind wegen der lateinamerikanischen Kultur einfach extrem offen, gastfreundlich, lebensfroh, lustig und warmherzig. Zweitens, die Schule ist einfach riesig. Es hat alle Sportanlagen, die du dir vorstellen kannst und sogar mehrere davon. Alles bis hin zu einem eigenen olympischen Hallenbad. Es gibt da mehrere Auditorien, Cafeterien, eine riesengroße Schulbibliothek und vieles mehr. Jedoch ist es kein Wunder, wann fast 2000 Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, von der ersten bis hin zur 12. Schulstufe. Des Weiteren fühlt sich das Ganze an wie ein typisches American High School Experience, so wie man es von den Filmen und Serien kennt. In den Pausen trifft man sie mit seinen Freunden im Gang oder im riesengroßen Schulhof, wo im Hintergrund Musik angespielt wird. Man spielt Ballspiele mit seinen Freunden oder kauft sich irgendwas zu essen oder zu trinken in den sogenannten Tiendas. Es finden auch immer wieder irgendwelche Sportveranstaltungen statt, wo alle zuschauen gehen. Da es eine Privatschule ist, tragen auch natürlich alle eine Schuluniform. Jedoch gibt es auch ab und zu sogenannte Jeans-Tags, wo alle ihr normales Gewand tragen können. Der Unterricht wird auf Deutsch nach dem deutschen Lehrplan unterrichtet. Jedoch wird allgemein Spanisch untereinander gesprochen. Eine typische Schulwoche sieht für mich so aus. Ich stehe um 5 Uhr auf, der Schulbus holt mich um 6 Uhr ab und ich bin um 7 Uhr normalerweise in der Schule. Unterricht fängt um halb 8 an und eine Schulstunde dauert jeweils 45 Minuten. Nach der 2. und 4. Stunde findet jeweils eine 20-minütige Pause statt, wo alle normalerweise in den Schulhof rausgehen, da in den Pausen die Klassenräume zugesperrt werden. Nach der 6. Stunde findet eine 40-minütige Mittagspause statt, wo normalerweise alle in den Cafeterien gehen und Mittag essen. Ein Schultag endet normalerweise mit 8 Schulstunden um 14:45 Uhr, bis auf freitags, wo ich normalerweise schon nach 6 Schulstunden um halb 1 aus habe.
Danach steige ich in meinen Schulbus wieder ein und ich bin je nachdem wie stark der Verkehr ist um 3:30 daheim. Am Nachmittag beschäftige ich mich mit meinen Hobbys, mache Sport oder erledige meine Hausaufgaben. An den Wochenenden bin ich meistens in Kolumbien unterwegs und erkunde wunderschöne neue Orte, auch innerhalb und außerhalb von Bogotá, wie zum Beispiel wunderschöne Kleinstädte wie Barichara. Des Weiteren treffe ich mich oft mit meiner Freundesgruppe und wir gehen gemeinsam einkaufen, essen, gehen Billard spielen, bowlen, in die Kinos, organisieren gemeinsame Hangouts bei wem zu Hause oder gehen auch fort auf Fiestas. Die Aufnahme am Colegio Andino allgemein lief viel besser als ich erwartet. Wegen der offenen Kultur ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen, mehrere neue Freundschaften zu knüpfen und mich mit mehreren Leuten gut zu verstehen. Natürlich hat mir auch mein Vorwissen an Spanisch geholfen. Weiters habe ich auch die Gelegenheit gehabt, den Autoführerschein da in Kolumbien zu machen und nach einer Umschreibung, wie ich mit dem auch in Österreich Auto fahren kann. In den Ferien und an langen Wochenenden habe ich immer wieder die Gelegenheit gehabt, auch außerhalb des Landes herumreisen zu können. Wie beispielsweise in den Osterferien, wo ich Familie und Freunde in den USA besuchen habe können. Dabei habe ich ein paar Tage in New York verbracht, um Familie zu besuchen und die Stadt zu erkunden und auch ein paar weitere Tage in einer Stadt namens Steubenville in Ohio, wo ich Freunde besuchen und an der Universität, für den mein Vater arbeitet, schnuppern habe können. Wir haben auch einen Ausflug mit der Schule in den Amazonas gehabt, wo wir mehrere Tage im Dschungel, teils in Kolumbien und teils in Peru unterwegs waren und haben auch dabei indigene Völker kennengelernt, mehrere Stunden durch den Regenwald marschiert, in Hängematten geschlafen, mehrere Tiere wie Vogelspinnen, 5 Meter lange Krokodile, Papageien, Affen und vieles mehr sehen können und wir haben auch mehrere Aktivitäten wie Kajak, Ziplinen und Klettern unternehmen können. Kolumbien an sich liegt im Norden von Südamerika und grenzt mit unter anderem Peru, Brasilien und Panama. Hier gibt es lebhafte Städte wie Bogotá und Medellín sowie auch wunderschöne Küstenstädte wie Cartagena und Santa Marta. Kolumbien ist unter anderem bekannt für sehr hervorragendes Kaffee, sehr lebhafte Kultur und Musik, sehr tropisches Klima und sehr reiche Tierwelt. Bogotá, die Hauptstadt Kolumbiens, liegt bei einer Höhe von 2600 Meter, ist somit das ganze Jahr über eher kälter und hat mit 11 Millionen Menschen mehr Einwohner als ganz Österreich. Ich werde auch oft gefragt, ob Kolumbien weiterhin wegen seiner Geschichte gefährlich ist. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass das nicht mehr der Fall ist und wenn man einfach grundlegende Sicherheitsvorschriften beachtet und nichts Dummes aufführt, kann da so gut wie gar nichts passieren. Klar ist Kolumbien noch nicht so sicher wie Österreich und man kann nicht auch so einfach mit den Öffis zum Beispiel herumfahren. Jedoch hat sich die Lage extrem stabilisiert und ist schon in vielen verschiedenen Aspekten ein extrem modernes Land. Einige haben mich auch schon gefragt, ob ich die ganzen versäumten Schularbeiten und Tests nachholen muss. Die einfache Antwort: Nein. Meine Noten vom ersten Semester werden für das ganze Schuljahr übertragen und ich muss der Vordirektorin nur in Form einer Schulbestätigung beweisen können, dass ich ein Semester im Ausland verbracht habe. Jedoch werde ich wahrscheinlich immerhin den ganzen versäumten Stoff für die Matura nachholen müssen. Eine weitere Frage, die ich schon gekriegt habe, ist, ob ich meine Familie und Freunde daheim vermisse. Einerseits, ja natürlich, aber andererseits habe ich gar kein Heimweh und es ist auch nicht so tragisch. Es hilft, dass wir immer wieder Videoanrufe machen, weiterhin in Kontakt bleiben und immer wieder miteinander schreiben. Inzwischen schaue ich, dass ich meine Zeit da genieße. Also, nach mehreren Monaten im Ausland kann ich Folgendes über meine Erfahrungen sagen. Mein Auslandssemester war einer voller Herausforderungen und tiefgreifender Veränderungen, die mich als Person maßgeblich geprägt haben. In diesen Monaten habe ich gelernt, was es bedeutet, sich in einer völlig neuen Umgebung zurechtzufinden, fernab der gewohnten Sicherheit und des Vertrauten. Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, wie wichtig Offenheit und Anpassungsfähigkeit sind. Es hat mir die Augen für die Vielfalt und Schönheit unserer Welt geöffnet und mir beigebracht, Unterschiede nicht nur zu tolerieren, sondern sie zu schätzen und als Bereicherung zu betrachten. Ich habe Freundschaften geschlossen, die trotz geografischer Entfernungen sehr wahrscheinlich bestehen werden und gelernt, dass es unglaubliche Menschen überall auf der Erde gibt. Auch persönlich bin ich gewachsen, indem ich mir Herausforderungen gestellt habe, die mich anfangs überwältigt haben. Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern die Entschlossenheit, trotzdem voranzugehen. Ich habe vieles ausprobiert, aus Fehlern gelernt und ich bin in bestimmten Aspekten selbstständiger geworden, obwohl ich immer hinter meinem Großeltern gewohnt habe. Und zu dem, was ich auch anderen Leuten mitgeben möchte, ist die Erkenntnis, dass wahres Wachstum außerhalb der Komfortzone stattfindet. Traut euch, die Welt zu entdecken, euch neue Kulturen zu öffnen und euch auf das Unbekannte einzulassen. Jede Erfahrung, sei sie noch so herausfordernd, trägt dazu bei, uns zu den Menschen zu machen, wie wir tatsächlich sind. Nutzt jede Gelegenheit, um zu lernen und zu wachsen, denn die Welt ist voller wunderbarer Lektionen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.
falling